Wir sind das International Dog Rescue Team und in diesem Video seht ihr, wie wir einen Hund aus Ungarn retten. Wir haben es jetzt 19 Uhr und sind jetzt seit locker 10 Stunden auf jeden Fall unterwegs. Wir sind heute Morgen in Berlin gestartet am Hauptbahnhof und unsere Reise wird uns nach Ungarn führen, Budapest um genau zu sein. Und da werden wir dann halt auch Kontakt aufnehmen mit unserem ersten Kontaktmann, der uns zeigt, wie die Hunde dort leben und der uns halt einfach erstmal den ersten Einblick verschafft quasi in die Lage der osteuropäischen Straßenhunde. So, jetzt sind wir 15 Stunden Fahrt hinter uns in Budapest. Wir waren da bei der Unterführung. Ich glaube, ich habe dich gesehen, aber da bist du doch. Sei grüßt mein Kind. Ja, ist klar. Herrlich. So, haben wir es. Guten Morgen, Taschen. Ich bin Karl. Fast alle drin, ja. So, die erste Nacht haben wir überstanden. Ungarn empfängt uns mit einem außerordentlich grandiosen Wetter. Wir übernachten hier in einem kleinen Dörfchen südlich vom Balaton und haben jetzt quasi gleich um 12 Uhr einen Termin mit unserer ersten Kontaktperson, die uns da quasi in die Tierheime reinführen wird. Ungarn ist im Vergleich zu den anderen osteuropäischen Ländern, was Tierschutz angeht, relativ fortschrittlich. Klar, hier gibt es immer noch Straßenhunde, es gibt immer noch teilweise Tötungsstationen und die Bedingungen in den Tierheimen sind jetzt auch nicht die besten, sage ich jetzt mal so. Ne? Es mangelt oftmals halt auch noch an Geldern, an Futter, an Hygiene und ja, das ist ja auch der Grund, warum wir hier sind. Da werden wir heute mal versuchen, unsere ersten Erfahrungen hier quasi zu sammeln. Ein Freund von Erika hatte mich das Krass, ja. Unglaublich. Boxy. Das sieht so krass aus. Komm mal hier mit rein. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Sie denken jetzt, dass er halt hier einen Tumor hat hier oben. Ich hoffe, das ist einfach nur Fell. Das ist wie, ich kann es gar nicht beschreiben, wie ein gefülltes, vollgestopftes Kissen. Oh Mann. Und die Vermutung liegt jetzt auch, dass er hier, ich hoffe es natürlich nicht, der wird jetzt so die Tage freigeschnitten. Ich verstehe nicht, wie bei so einer Hitze auch ein Hund überleben kann. Völlig verrückt. Guck mal hier, wie viele Jahre, also die gehen halt davon aus, die wissen halt nicht, ob es Fell ist oder Tumor. Das ist völlig verrückt. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Wenn man sich jetzt, ach so, das ist sogar sein Fuß, guck mal. Das war sein Fuß einfach. Sein Fuß ist komplett eingewachsen in einem Fell. Völlig krank. Das ist sein Schwanz hier einfach. Der Schwanz hinten am Ansatz, der ist ungefähr so breit. Und hier ist halt, ich weiß halt nicht, was Fuß ist und Körper. Hier sieht man. Oh nee. Ja, das ist halt die Quintessenz daraus, dass wenn wir uns halt alle irgendwie Hunde zulegen und dann uns nicht um die kümmern, ja. Hier nicht. Befrei dich, hier ist auch immer noch eine Strippe einfach drum. Das ist so krass unter dem Fell.
ist halt einfach immer noch. Selbst die scheint irgendwie 60 Jahre alt zu sein. Ja, aber trotzdem, schlussendlich sind wir ja da. Schlussendlich sind wir ja daran schuld. Ja, deswegen konnte er nicht aufstehen. Guck mal hier. Oh, der Fuß ist auch. Das ist auch nur Fell hier. Und mit ein bisschen Glück, das müssen wir jetzt mal beobachten, dann müssen wir jetzt morgen noch mal wiederkommen und mal fragen. Aber ich bin der Hoffnung, dass das kein fetter Tumor ist, sondern dass es wirklich nur Fell ist, ne? Total verfilztes über Jahre hinweg. Verfilztes Fell, ja. Krass. Ich würde morgen noch mal wiederkommen. Ja? Ja. Ihr seid hier? Ja? Wir kommen bestimmt morgen noch mal wieder. Ja? Genau. Und dann müssen wir mal weitersehen. Jetzt eine Nacht drüber schlafen und dann gucken wir uns morgen noch mal ein paar Hunde an. Ja. Aber danke schön, dass ihr diese Arbeit hier leistet. Und wir werden in Zukunft euch da definitiv unterstützen. Gut, der erste Tag hat sich dem Ende zugeneigt und wir konnten unsere ersten Erfahrungen in dem Tierheim sammeln. Wir haben viele Hunde kennengelernt, wir haben viel Tierleid gesehen und unser Ziel ist es, mehrere Hunde in unsere Kartei mit aufzunehmen, die zu fotografieren, ein Charakterbild zu erstellen und in Deutschland zu veröffentlichen, um dort einen neuen Halter zu finden. Darüber hinaus haben wir das Ziel, einen Hund mit nach Deutschland zu nehmen, den an die städtischen Umgebungen zu gewöhnen, den gegebenenfalls zu trainieren und auch erfolgreich zu vermitteln. Heute haben wir uns in einen Pulli oder einen Pulli-Mix verliebt, der vor einigen Tagen dort von einem Pärchen angebracht worden ist, der komplett verfilzt ist. Der muss jetzt in den nächsten Tagen freigeschnitten werden und ja, wir wären glücklich, genau diesen Hund mit nach Deutschland zu nehmen. So, schönen guten Morgen. Alle sind am Ackern, alle sind am fleißig sein, so wie es sein soll. Gestern kam ein Neuankömmling in dem Tierheim an, der seit ein paar Stunden dort quasi im kleinen Käfig gelegen hat. Völlig eingewachsen durchs Fell, völlig verfilzt. Ja, das Tierheim hat uns gestern versichert, dass ein Tierarzt kommen wird und den Hund irgendwie freischneiden wird. Allerdings wissen wir auch, wie es hier in Ungarn mit der Termineinhaltung funktioniert. Heute mal sehen, ob er wirklich freigeschnitten wurde, der Hund. Und wenn der Hundefriseur, von dem uns da berichtet worden ist, nicht da war, dann werden wir die ganze Nummer übernehmen. Und wir werden dem Tierheim die Information halt erstmalig geben, dass wir uns für den Hund entscheiden und dass wir den Ende der Woche mitnehmen werden. Wir haben jetzt hier von der Tierheimleitung halt die Erlaubnis bekommen, den Hund halt hier freizuschneiden. Der ist jetzt so seit gestern hier im Tierheim und wurde halt irgendwo angebunden gefunden. Und vermutlich ist das hier so eine Rasse, so was in Richtung Puli oder sowas. Auf jeden Fall irgendwas Zottliges. Das komplette Fell ist hier massenweise verfilzt. Uns wurde gesagt, dass er wohl, wir wissen noch nicht mal, ob es ein Rüde ist oder eine Hündin, und dass der Hund halt hier vorne einen Tumor haben soll. Ich vermute, ich weiß es aber nicht genau, dass es kein Tumor ist, sondern dass es wirklich nur verfilztes Fell ist, was sich hier irgendwie so über Jahre hinweg angestaut hat. Ja, die Verfilzungen sehen aus, als wenn das gepaart irgendwie mit Öl auch irgendwie ist. Also ist eigentlich unglaublich, dass so ein Hund bei 35 Grad im Schatten hier
so überhaupt überleben kann. Also ja, wir werden jetzt mal schauen, wie wir etwa kommen mit der Freischneidung und dann mal einfach weitersehen. Wird halt ein bisschen halten und vorne ablenken mit Futter. Und du, weiß ich nicht, fängst halt hinten an und arbeitest dich dann langsam nach vorne. Das ist jetzt, glaube ich, der 6. Haufen oder so. Ja. Und das scheint wohl zu sein, als ja, da hat sich einiges angesammelt. Das ist jetzt der 7. Haufen. Das sind die ersten Befreiungsglücksgefühle hier. Wahrscheinlich war das Fell so dicht verfilzt, dass er noch nicht mal mehr in der Lage war, irgendwie sich komplett zu entleeren. Sie im Übrigen, hat sich jetzt herausgestellt, ist eine Hündin. Wir geben ihr gerade eine kleine Pause, damit sie sich noch mal ein bisschen entleeren kann. Und haben das Gröbste jetzt schon abgeschnitten, da ist richtig was zusammengekommen. Und jetzt werden wir noch mal ein bisschen in die Feinarbeit reingehen. Ja, das ist der verfilzte Schwanz. So, ja. Eigentlich findet er den gleich. Oh. Nee. Was heißt das jetzt für einen Hund, dass er nicht geschützt ist? Naja, die werden ja registriert über Chips, die werden ja rein, wenn man sich halt einen Hund irgendwie holt, auf einem ordentlichen Weg, dann werden halt, wird ein Chip implantiert und dann kann man die halt über Tasso, ja auf jeden Fall dann kann man die halt online, die werden halt online auf verschiedenen Plattformen dann halt irgendwie registriert und im Fall von so einem Fall jetzt, wenn sich ein Hund irgendwo wenn der halt irgendwo auftaucht oder verloren geht, dann kann man den ursprünglichen Halter halt einfach ermitteln. Ne, da steht halt ein Name vom Halter drin, da stehen hundspezifische Sachen drin, wie alt der Hund ist, welche Rasse in ihm steckt und halt die Adresse vom Halter. Und somit kann er halt, und die Telefonnummer, und dann kann er halt kontaktiert werden und somit können die Hunde zurückgeführt werden. Ja. Gut, fertig für heute. Danke. Wir waren gerade in einer größeren Stadt, in einer Tierapotheke und haben Caprodyl 120 Milligramm gekauft. Das ist ein Schmerz- und Entzündungshemmer. Wir wollen das dem Tierheim sozusagen spenden für Gnocchi. Für Gnocchi, ne?
probieren. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Okay. 5. Jahre um den schönen Nachmittag. Ja, genau. Also die aktuelle Lage ist jetzt so, wir haben Donnerstagabend, Montag sind wir angereist. Wir haben jetzt mehrere Tage lang das Tierheim mit Futter und Medikamentenspenden unterstützt. Wir haben einen Hund komplett freigeschnitten. Der Hund hat nach unserer Freischneidung halt auch direkt einen neuen Halter gefunden. Wir haben 7 Hunde in unsere Kartei mit aufgenommen und werden die dann in Deutschland veröffentlichen und versuchen für diese Hunde halt auch einen neuen Halter zu finden und werden uns dann halt quasi um einen Transport kümmern, der die Hunde dann quasi nach Deutschland verbringt und dann zu den zukünftigen Haltern halt vermittelt. Trotz alledem ist unser Ziel ja mit einem Hund halt auch wieder zurückzukommen und das halt nur mit einem Hund, der es halt wirklich nötig hat. Wir haben hier in der Nachbarschaft halt jemanden kennengelernt, der sich zu 350% nur um die Rettung der Hunde kümmert. Sie macht das mit ihrer Tochter zusammen. Es ist hier im Dorf eine Ansässige, eine Nachbarin, und diese hat uns einen Hund gezeigt, der zu ihr gekommen ist, weil er mit einem Luftdruckgewehr beschossen worden ist. Ein Schuss ging auch unterhalb vom Auge, also er ist halt beinahe blind geworden dadurch. Der Hund hat einen relativ hohen Erregungszustand und wir werden versuchen, an dem Charakter ein bisschen zu arbeiten, mit viel Ruhe, mit viel Liebe und viel Ruhetraining. Und Alice ist gerade dabei, organisationstechnisch das alles zu bewerkstelligen. Und der Hund befindet sich halt angekettet, zusammen mit einem Schäferhund auf einem verlassenen, verwilderten Grundstück, weil sie nicht wissen, wo der Hund sonst anders untergebracht ist. Sonst, wie sagt man, weil sie sonst nicht wissen, wie man den Hund sonst anders unterbringen kann. Die Kapazitäten fehlen einfach und das wäre hier quasi das Grundstück. Der Hund ist hinten angebunden, nachdem er ärztlich versorgt wurde. Das Grundstück ist relativ, wie gesagt, verlassen und verwildert. Zusammen mit einem 8-jährigen Schäferhund, der sozial unverträglich ist. Ja, und dann sitzt er da hinten angekettet, ne? Und ist seinem Pech ausgesetzt quasi. Unser Ziel ist es, diesen Hund aus dieser misslichen Lage zu befreien, zu retten und einen passenden zukünftigen Halter für ihn zu finden. Und nach Überlegung aller Vor- und Nachteile werden wir uns, denke ich, irgendwie für das Richtige entscheiden. Und ich habe jetzt schon irgendwie rausgehört, dass der Heimtierausweis da irgendwie noch organisiert werden muss. Geschippt ist der Hund wohl, geimpft ist er wohl auch. Da gibt es ja noch einige andere Regelungen. Man muss ja auch ein paar Tage nach so einer Impfung warten. Jetzt muss noch geklärt werden, wann der Hund geimpft worden ist. Und sobald alle Formalitäten erledigt sind, sehe ich eigentlich da wenig Hindernisse, den Hund mit nach Deutschland zu nehmen. Also wir kriegen morgen früh Dokumente vom Tierarzt, den Heimtierausweis, von ihrem speziellen Tierarzt, und dann geht es mit dem Auto ab nach Budapest und dann klären wir die Flüge und dann nach Berlin. Yippie! Sie freuen sich ganz doll. Super.
my chest, I won't go away. It's time for something new. Set foot for chapter 2. Gestalten. Ein gutes Mädchen. So, wir sind jetzt in Budapest angekommen. Hier müssen wir 2 Tage zwischenverweilen aufgrund von logistischen Gegebenheiten. Ein Mann aus unserem Team ist jetzt schon Richtung Deutschland und wir müssen jetzt noch 2 Tage hier in so einem schicken kleinen Ferienwohnung hier verweilen und dann geht am Sonntag unser Flieger zurück. Der Hund ist, wie zu erwarten, natürlich nervös. Ne? Das ist ein Hund, der immer an der Kette gelebt hat irgendwie und das sind jetzt alles neue Einflüsse für den. Aber wir geben unser Bestes, ihm das so stressfrei wie möglich zu gestalten. Hier in Ungarn findet man auf jeden Fall an jeder Stelle einen Hund. Jeder hat einen Hund. Das ist natürlich relativ schwierig, hier in Budapest stressfrei mit so einem nervösen Hund halt irgendwie spazieren zu gehen. Ne? Jetzt ist es abends, der komplette Tag war so heiß gewesen, also unser Thermometer hat teilweise 41 Grad angezeigt und wir haben versucht mit dem Hund rauszugehen, aber der ist auf dem direkten Wege, auf dem direkten Wege direkt wieder umgedreht und ist völlig verrückt und ist natürlich alles stressig für uns und auch für den Hund, aber wir haben uns eine Unterkunft am Rande von Budapest gesucht. Und damit wir halt in der Lage sind, hier im Grünflächenbereich mit ihm wenigstens in der Nacht und am Abend ein bisschen spazieren zu gehen, sodass er sich entleeren kann. Wir haben am Sonntag jetzt unseren Flug gebucht. Also Sonntag früh geht's los. Und wir werden die Abend- und Nachtstunden nutzen, um den Hund halt auszulasten, damit er seine ganzen Geschäfte erledigen kann. Und ihm versuchen, so viel Ruhe wie möglich zu geben, auch wenn es relativ schwierig ist. Ja, wir müssen die Endphase jetzt halt einfach durchziehen. Wir haben ist natürlich viel Arbeit, die man halt reinstecken muss, aber mit viel Professionalität, mit viel Liebe, viel Geduld und viel Souveränität werden wir das alles hinbekommen. Wir werden jetzt einen ausgiebigen Spaziergang im Wald machen. Wir haben eine lange Schleppleine gekauft, wir haben ein Halsband gekauft, wir haben Leckerlis gekauft, sodass er halt auch ihre Freiheiten ein bisschen genießen kann. Und bleibt dran. Wir haben den Hund jetzt Wilma genannt. Wilma, ne? Wilma. Wilma haben wir jetzt die Hündin getauft und deswegen wollen wir das halt Wilma so stressfrei wie werden halt morgen zurückfliegen. Dafür besorge ich gleich das Ticket. Dafür Hoffentlich besorgt. klappt es. Genau, dafür. Nicht ganz so einfach mit einem Hund zu fliegen. Das muss man alles vorher reservieren. Es gibt immer nur einen Platz in der Airline von Australian Airlines. Hoffentlich kriegen wir den Platz und können morgen nach Hause. Und dann wird es dahin gehen, dass wir in bestimmte Trainingseinheiten mit Wilma dann in Berlin bestimmte Trainingseinheiten mit ihr durchführen werden, damit sie halt ein Niveau erreicht, dass er halt auch vermittelt werden kann. Ich denke, dass wir da so an der Leinenführigkeit arbeiten müssen, dass sie die Leine mit was Positivem verknüpft, dass der Stress da aufhört. Sie ist vom Grundwesen halt wirklich sehr wuselig, was natürlich rassebedingt da irgendwie schon vorgeprägt ist. Ja, so, sonst was. Viel mehr muss eigentlich gar nicht können. Ein bisschen Ruhe reinbekommen, ein bisschen Leinenführigkeit. Ganz genau. Und ansonsten denke ich auch, dass der Hund dann halt weiterhin so sein kann, wie er halt ist. Wie er Ne? ist. Er hat auf jeden Fall Vertrauen, also Genau. ist doch noch nicht so sehr geschädigt. Ja, wir verabschieden uns und werden in der Nacht noch mal ein bisschen Budapest unsicher machen. Vielleicht lassen wir auch noch mal ein paar schöne Bilder mit einfließen.
Schöne Stadt, Schöner Hund, schöner Hund, schöne Tierritter. schöne Tiere, schöne Natur. Bis dann, ciao, ciao.